Lektion 1. Sommerliche Freiheit. Wir haben für den Sommer frei. Es fühlt sich so befreiend an. Ich weiß. Am letzten Schultag rannten meine Freunde und ich in die helle Sommersonne. Das klingt berauschend. Was habt ihr alle zuerst gemacht? Wir gingen direkt in den Park für ein Picknick. Es war die perfekte Art zu feiern. Ein Picknick klingt herrlich. Hast du irgendwelche besonderen Leckereien mitgebracht? Ja, wir haben Sandwiches, Obst und ein paar hausgemachte Kekse eingepackt. Köstlich. Das klingt nach einem großartigen Start in die Sommerpause. Unbedingt. Wir haben an diesem Tag so viele tolle Erinnerungen geweckt. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer in diesem Sommer zu erfahren. Lektion 2. Datenpräsentation. Ja, es ist alles erledigt. Ich habe einige Grafiken vorbereitet, um die Daten ebenfalls zu unterstützen. Das ist großartig. Visuelles Material kann die Präsentation wirklich verbessern. Genau, sie machen es einfacher, die Trends zu verstehen. Welche Grafiken haben Sie erstellt? Ich habe ein Liniendiagramm erstellt, um Veränderungen im Laufe der Zeit anzuzeigen, und ein Balkendiagramm für Vergleiche. Die klingen effektiv. Hast du deine Präsentation geübt? Ein bisschen, aber ich könnte Feedback gebrauchen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Gemeinsames Üben kann dein Selbstvertrauen stärken. Das wäre großartig. Lass uns das später durchgehen. Lektion 3. Flugsicherheit. Ich habe gerade herausgefunden, dass unsere Flugdauer ungefähr 8 Stunden beträgt. Das klingt nach einer langen Zeit. Denkst du, wir müssen noch einmal durch die Sicherheitskontrolle gehen? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich, ob wir die Sicherheitskontrolle passieren müssen, wenn wir anhalten. Ich hoffe nicht. Es wäre so anstrengend, immer wieder alles aus meiner Tasche zu nehmen. Genau. Es ist mühsam, besonders bei all dem Warten. Außerdem könnten wir unseren Anschlussflug verpassen, wenn wir ihn noch einmal durchmachen müssen. Richtig. Ich werde die Richtlinien der Fluggesellschaft überprüfen, um sicherzugehen. Tolle Idee. Es ist besser vorbereitet, als überrascht zu sein. Ich stimme zu. Fragen wir auch jemanden am Flughafen, nur um sicherzugehen. Lektion 4. Die Erneuerung unserer Nation. Wir haben geschworen, einen klaren Kurs zur Erneuerung unserer Nation festzulegen, nicht wahr? Ja, das ist entscheidend für die Zukunft. Was sollte Ihrer Meinung nach unser erster Schritt sein? Ich glaube, wir müssen Beiträge der Community einholen, um ihre Bedürfnisse zu verstehen. Das ist ein solider Plan. Die Zusammenarbeit mit Menschen kann zu besseren Lösungen führen. Unbedingt. Es geht darum, eine Partnerschaft mit der Community aufzubauen. Und wir sollten uns auch auf Bildung konzentrieren, um die jüngere Generation zu stärken. Definitiv. Bildung ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft. Ich denke, wir sollten auch Umweltinitiativen in Betracht ziehen. Toller Punkt. Der Schutz unseres Planeten ist für jeden Erneuerungsplan unerlässlich. Lektion 5. Das Leben auf dem Bauernhof. In der Scheune gibt es Pferde und Kühe. Hast du sie jemals in Aktion gesehen?
Ja, es ist faszinierend, wie die Kühe die Fliegen von sich wegschleudern. Sie wirken dabei so entspannt. Das ist ziemlich amüsant. Das ist es wirklich. Und Pferde haben so einzigartige Persönlichkeiten. Ich liebe es, wie sie miteinander umgehen. Es ist, als hätten sie ihre eigene Sprache. Genau. Sie auf dem Feld zu beobachten ist so beruhigend und macht Spaß. Ich frage mich, wie es wäre, sich täglich um sie zu kümmern. Es muss eine Menge Arbeit sein, aber auch sehr lohnend. Ganz gewiss. In der Nähe von Tieren zu sein, bringt ein Gefühl von Frieden. Lektion 6. Hotelempfehlungen. Hört sich gut an. Haben Sie Empfehlungen für Hotelbuchungswebsites? Ja, es gibt einige zuverlässige. Hast du schon einmal welche benutzt? Ich habe ein paar ausprobiert, aber ich bin immer auf der Suche nach den besten Angeboten. Ich verstehe. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Preis und Qualität zu finden. Genau. Was ist Ihre bevorzugte Website, wenn Sie ein Hotel buchen? Ich verwende oft eine, die die Preise auf verschiedenen Plattformen vergleicht. Das ist klug. Das spart Zeit und stellt sicher, dass Sie den besten Tarif erhalten. Außerdem helfen Nutzerbewertungen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Unbedingt. Ich freue mich über ehrliches Feedback von anderen. Lektion 7. Unterbringungskosten. Unbedingt. Erstens sollten wir den Unterbringungskosten Priorität einräumen. Das ist ein kluger Ansatz. Hast du über Hostels nachgedacht? Ja, Hostels können eine großartige budgetfreundliche Option sein. Sie bieten auch die Möglichkeit, andere Reisende kennenzulernen. Genau. Es könnte Spaß machen, Erfahrungen mit neuen Leuten zu teilen. Aber wie fühlt es sich an, ein Zimmer mit Fremden zu teilen? Ich denke, es könnte interessant sein, obwohl es sich anfangs etwas unangenehm anfühlen könnte. Stimmt. Es geht darum, offen für neue Erfahrungen zu sein, nicht wahr? Definitiv. Außerdem hilft es, Reisen erschwinglicher zu machen. Lektion 8. Geschäftskommunikation. Eine klare Kommunikation ist für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb unerlässlich. Absolut. Es stellt sicher, dass alle in Bezug auf Ziele und Erwartungen auf derselben Wellenlänge sind. Fehlkommunikation kann zu kostspieligen Fehlern und Missverständnissen führen. Ja, regelmäßige Updates und offene Kanäle für Feedback tragen dazu bei, diese Probleme zu minimieren. Darüber hinaus ist die Verwendung einer klaren und präzisen Sprache in Geschäftsumgebungen von entscheidender Bedeutung. Das stimmt. Die Vermeidung von Fachjargon macht Informationen für jeden zugänglich. Die Förderung von Fragen und Diskussionen fördert auch ein kollaboratives Umfeld. Genau, wenn sich Mitarbeiter bei der Kommunikation wohlfühlen, steigert das die Moral. Alte 3D. Letztlich kann eine effektive Kommunikation die Produktivität und den Teamzusammenhalt verbessern. Lektion 9. Sitzplatzreservierungen. Es wird empfohlen, einen Sitzplatz zu reservieren, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das klingt klug. Ich möchte nicht ohne einen guten Platz dastehen. Genau.
Es kann ziemlich stressig sein, wenn man in letzter Minute kraxeln muss. Außerdem können Sie beruhigt sein, wenn Sie im Voraus einen Sitzplatz reservieren. Unbedingt. Ich bevorzuge es zu wissen, dass ich einen sicheren Platz habe. Haben Sie jemals schlechte Erfahrungen mit der Verfügbarkeit von Sitzplätzen gemacht? Ja, es war ziemlich frustrierend. Ich habe meine Lektion auf die harte Tour gelernt. Das kann ich mir vorstellen. Das möchte ich komplett vermeiden. Stellen wir sicher, dass wir unsere Plätze so schnell wie möglich buchen. Lektion 10. Hostelerlebnisse. Reisende in Hostels können Spaß machen. Aber was ist, wenn ich mich einsam fühle? Das ist ein berechtigtes Anliegen. Es ist üblich, sich an neuen Orten so zu fühlen. Ich stimme zu. Manchmal kann die Atmosphäre auch überwältigend sein. Hast du darüber nachgedacht, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen, um andere zu treffen? Ja, das könnte definitiv helfen, das Eis zu brechen. Viele Hostels bieten Touren oder gesellschaftliche Veranstaltungen für Gäste an. Das ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen Reisenden in Kontakt zu treten. Genau. Außerdem wirst du Erfahrungen teilen, die zu dauerhaften Freundschaften führen können. Ich freue mich darauf, das auszuprobieren. Es klingt nach einer perfekten Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Lektion 11. Überlebensmerkmale. Welche Eigenschaften könnten einem Tier oder einer Pflanze helfen, zu überleben und sich fortzupflanzen? Das ist ein interessantes Thema. Anpassung ist der Schlüssel zum Überleben, nicht wahr? Unbedingt. Verschiedene Umgebungen erfordern einzigartige Eigenschaften. Zum Beispiel, dass manche Pflanzen tiefe Wurzeln haben, um an Wasser zu gelangen. Genau. Und Tiere können sich tarnen, um Raubtieren auszuweichen. Es ist faszinierend, wie die Natur Wege findet, das Überleben zu sichern. Ja, jede Spezies hat ihre eigenen Überlebensstrategien. Ich denke, das Studium dieser Eigenschaften kann uns viel über Resilienz beibringen. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie sich das Leben entwickelt, um unter verschiedenen Bedingungen zu gedeihen. Lektion 12. Frühstücksoptionen. Es gibt verschiedene Optionen für das Frühstück. Gibt es zusätzliche Gebühren für den Zimmerservice? Das ist eine gute Frage. Einige Hotels berechnen einen Aufpreis für den Zimmerservice. Das wüsste ich lieber vorher. Es ist gut zu planen. Ja, es hilft bei der Budgetierung der Reise. Hast du ein Lieblingsfrühstück? Ich liebe ein herzhaftes Frühstück mit Eiern und Toast. Wie steht's mit dir? Ich mag etwas Leichteres, wie Joghurt und Obst. Das klingt erfrischend. Wir sollten sehen, was das Hotel bietet. Gute Idee. Schauen wir uns Ihre Speisekarte an, um zu sehen, was wir bestellen können. Perfekt. Ich freue mich darauf, unsere Tage mit einem schönen Frühstück zu beginnen. Lektion 13. Farbenfrohe Entscheidungen. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie vielseitig Navy sein kann? Unbedingt. Es passt gut zu so vielen Farben, besonders zu hellen. Das ist wahr. Ich finde, bunte Kleider können einen Kleiderschrank richtig verschönern.
Ich stimme zu, besonders im Sommer, wenn sich alles lebendig und lebendig anfühlt. Bevorzugen Sie kräftige Muster oder einfarbige Farben für diese Kleider? Ich liebe mutige Muster. Sie setzen wirklich ein Statement. Interessant. Ich finde, dass Volltonfarben einfacher zu mischen und zu kombinieren sind. Stimmt, aber ein Kleid hat etwas Aufregendes an sich, das alle Blicke auf sich zieht. Haben Sie bestimmte Farben für Ihren nächsten Einkauf im Sinn? Lektion 14. Wunder der Tierwelt. Haben Sie über die beste Zeit nachgedacht, um Wildtiere zu beobachten? Ja, dafür ist der frühe Morgen oder der späte Nachmittag in der Regel ideal. Richtig. Dann sind Tiere am aktivsten und sichtbarsten. Genau. Das Licht ist auch in diesen Zeiten zum Fotografieren wunderschön. Haben Sie einen Lieblingsort zum Beobachten von Wildtieren? Ich liebe es, Nationalparks zu besuchen. Es gibt so viel zu sehen und zu hören. Ich habe gehört, dass einige Parks zu diesen Zeiten Führungen anbieten. Ja, das ist eine großartige Möglichkeit, etwas über die Tiere und ihre Gewohnheiten zu erfahren. Wären Sie daran interessiert, irgendwann an einer Tour teilzunehmen? Lektion 15. Gerechtigkeit und Konsequenzen. Haben Sie davon gehört, dass die neue Kategorie der Bestrafung diskutiert wird? Ja, Exil oder Transport scheinen gerade im Mittelpunkt zu stehen. Es ist faszinierend, wie die Geschichte moderne Justizsysteme beeinflusst. Genau. Es wirft Fragen zu Fairness und Rehabilitation auf. Denken Sie, dass das Exil im heutigen Kontext eine zu harte Strafe ist? Es könnte sein, es hängt vom Verbrechen und der Person ab. Einige argumentieren, dass dadurch die Chance auf Reformen zunichte gemacht wird. Stimmt, aber andere sind der Meinung, dass es die Gesellschaft auch vor gefährlichen Personen schützen könnte. Es ist ein komplexes Thema, nicht wahr? Lektion 16. Herausforderungen annehmen. Wie stehen Sie zu Ihren aktuellen Herausforderungen? Ehrlich gesagt finde ich sie ziemlich aufregend. Sie drängen mich zum Wachsen. Das ist fantastisch zu hören. Wie gehst du mit ihnen um? Ich versuche sie in kleinere, überschaubare Schritte zu zerlegen. Intelligenter Ansatz. Dadurch fühlt sich alles weniger überwältigend an. Genau. Außerdem motiviert es mich, kleine Siege zu feiern. Das ist eine großartige Denkweise. Haben Sie gerade eine bestimmte Herausforderung? Ich arbeite daran, meine Fähigkeiten als Redner zu verbessern. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Wie übst du? Lektion 17. Bemerkenswerte Wildtiere. Haben Sie jemals bemerkt, wie einzigartig manche Vögel sind? Ja, viele zeichnen sich durch Größe, Farbe und interessante Gewohnheiten aus. Genau. Es ist faszinierend, wie jede Art ihre eigenen Eigenschaften hat. Ein Vogel, der mir auffällt, ist der Pfau mit seinen leuchtenden Federn. Pfauenfedern sind umwerfend. Sie wissen wirklich, wie man damit prahlt. Und die Art und Weise, wie sie sich auffächern, ist einfach faszinierend. Was ist mit bemerkenswerten Tieren?
Ich habe gehört, dass das Schlüsselhirsch ziemlich einzigartig ist. Ja, sie sind klein und bezaubernd. Sie haben eine so bezaubernde Präsenz. Ich würde gerne eines Tages einen in seinem natürlichen Lebensraum sehen. Lektion 18. Ruhe finden. Haben Sie jemals versucht, sich auf Ihre Atmung zu konzentrieren, um sich zu entspannen? Ja, mit dem Atem zu beginnen kann wirklich helfen, den Kopf frei zu bekommen. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches eine so große Wirkung haben kann. Genau. Sorgen loslassen ist essentiell für den Frieden. Hast du eine Routine für diese Art von Praxis? Normalerweise nehme ich mir jeden Morgen Zeit, um mich zu zentrieren. Das klingt erfrischend. Das sollte ich in meine Routine integrieren. Es hilft mir wirklich, den Tag mit Klarheit und Konzentration zu beginnen. Welche Techniken verwendest du beim Atmen? Lektion 19. Fitness und Spaß. Ich habe in letzter Zeit über meine Fitnessroutine nachgedacht. Oh, wirklich? Welche Arten von Übungen magst du? Ich mag Yoga und leichtes Cardio, um aktiv zu bleiben. Das klingt ausgewogen. Yoga eignet sich hervorragend für Flexibilität und Entspannung. Genau. Kennst du irgendwelche guten Trainer im Fitnessstudio? Ja, es gibt einen, der sich auf Yoga spezialisiert hat und großartige Kurse anbietet. Das würde ich mir gerne ansehen. Es würde mir helfen, meine Praxis zu verbessern. Das solltest du. Es ist immer schön, von jemandem zu lernen, der Erfahrung hat. Außerdem können Gruppenkurse motivierend sein und Spaß machen. Lektion 20. Schrankorganisation. Ich wollte in letzter Zeit meinen Kleiderschrank ordnen. Ich auch. Es ist immer eine schwierige Aufgabe, nicht wahr? Das ist es wirklich. Wo fängst du normalerweise an? Ich sortiere gerne zuerst alles nach Kategorien. Das macht Sinn. Es hilft, alles klar zu sehen. Genau. Und dann kann ich entscheiden, was ich behalten oder spenden möchte. Haben Sie Tipps, wie Sie die Organisation aufrechterhalten können, wenn sie einmal erledigt ist? Ich versuche, die Dinge nach jedem Gebrauch wieder an ihren vorgesehenen Stellen zu platzieren. Das ist eine kluge Strategie. Konsequenz ist der Schlüssel, schätze ich. Lektion 21. Übungsentscheidungen. Hey, wie läuft deine Trainingsroutine in diesen Tagen? Eigentlich ist es gut gelaufen. Ich habe versucht, konsequent zu bleiben. Das ist toll zu hören. Auf welche Art von Übungen konzentrierst du dich? Ich mische Cardio mit Krafttraining, um die Dinge interessant zu halten. Kluge Wahl. Dieses Gleichgewicht kann die allgemeine Fitness wirklich verbessern. Genau. Ich fühle mich in letzter Zeit stärker und energischer. Hast du dir bestimmte Ziele gesetzt? Ja, ich will in ein paar Monaten 5 Kilometer laufen. Das ist ein hervorragendes Ziel. Wie bereitest du dich darauf vor? Lektion 22. Einkaufen für den Erfolg. Ich habe speziell nach neuen Klamotten gesucht. Oh, wirklich? Was für Klamotten brauchst du?
Ich brauche ein paar formelle Hemden und Hosen für die Arbeit. Das ist wichtig. Hast du ein Farbschema im Sinn? Ich denke an klassische Farben wie Weiß und Marineblau für Vielseitigkeit. Das sind großartige Entscheidungen. Sie können leicht gemischt und kombiniert werden. Genau. Es geht darum, ein solides Fundament in der Garderobe zu haben. Haben Sie Geschäfte gefunden, die das anbieten, was Sie brauchen? In der Innenstadt gibt es ein großartiges Geschäft, das sich auf formelle Kleidung spezialisiert hat. Lektion 23. Intelligentes Verpacken. Ja, ich habe darauf geachtet, die Gewichts- und Größenbeschränkungen für mein Gepäck einzuhalten. Das ist großartig. Das ist immer eine Herausforderung, nicht wahr? Wie hast du es geschafft? Ich habe ein Packwürfelsystem verwendet, um alles übersichtlich zu organisieren. Es hilft wirklich, Platz zu sparen. Das ist eine kluge Idee. Normalerweise werfe ich einfach alles rein, was am Ende ein Chaos ist. Ich verstehe es. Es kann verlockend sein, einfach schnell zu packen. Aber als ich anfing zu organisieren, hat das alles verändert. Das muss ich vielleicht versuchen. Hast du etwas Wichtiges ausgelassen? Nicht wirklich. Ich habe meine Liste zweimal überprüft, um sicherzustellen, dass ich alles hatte, was ich brauchte. Das ist beeindruckend. Ich vergesse immer mindestens einen wichtigen Punkt. Was bringst du normalerweise mit? Ich packe immer zusätzliche Ladegeräte und ein gutes Buch ein. Lektion 24. Wertvolle Momente. Ich auch. Es ist immer schön, die kleinen Dinge im Leben nachzuholen und zu genießen. Definitiv. Welche kleinen Dinge haben dir in letzter Zeit Freude bereitet? Ich habe ein neues Café gefunden, das das beste Gebäck serviert. Es ist ein herrlicher Ort zum Entspannen. Das klingt herrlich. Ich liebe es, solche gemütlichen Orte zu entdecken. Es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und die Welt an sich vorbeiziehen zu sehen. Was ist mit dir? Ich habe Abendspaziergänge im Park genossen. Die Sonnenuntergänge sind zu dieser Jahreszeit atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Die Natur hat eine Art, den Geist zu beruhigen. Gehst du oft alleine? Manchmal, aber ich gehe lieber mit einem Freund. Das macht die Erfahrung angenehmer. Ich stimme zu. Diese Momente zu teilen verstärkt ihre Schönheit. Gab es in letzter Zeit unvergessliche Spaziergänge? Lektion 25. Faszination für Blumen. Sie sind winzig und blau, diese Maiglöckchen. Aus der Ferne sehen sie aus wie weiße Blumen. Ja, es ist faszinierend, wie Farben unsere Wahrnehmung verändern können. Hast du eine Lieblingsblume? Ich liebe Sonnenblumen wirklich. Ihre Helligkeit hebt immer meine Stimmung. Sonnenblumen sind wunderschön. Ihrem fröhlichen Auftreten ist schwer zu widerstehen. Was magst du an ihnen am meisten? Ich genieße es, wie sie den ganzen Tag der Sonne folgen. Es ist, als würden sie immer nach Licht greifen. Das ist eine wunderschöne Metapher für das Leben. Wir sollten uns alle bemühen, nach Positivität zu streben. Genau. Apropos Blumen. Hast du schon einmal versucht, deine eigenen zu züchten? Ich habe einmal versucht, Kräuter anzubauen, aber sie haben nicht lange überlebt. Gartenarbeit kann schwierig sein. Es kann wirklich sein. Aber selbst ein kleiner Erfolg ist befriedigend, findest du nicht?
Lektion 26. Brighton erkunden. Nun, da ist Brighton, bekannt für sein pulsierendes Nachtleben und seine Kiesstrände. Ich habe so viel über Brighton gehört. Was magst du daran am meisten? Die Energie ist ansteckend, besonders im Sommer, wenn alle unterwegs sind. Das klingt unglaublich. Ich liebe die Strandatmosphäre. Besuchen Sie uns oft? Wann immer ich kann. Es ist eine perfekte Flucht aus der Stadt. Wie steht's mit dir? Ich war nur einmal dort, aber ich würde gerne wiederkommen und mehr entdecken. Sie sollten sich auf jeden Fall den Pier ansehen. Es ist ein ikonischer Ort, an dem es viel zu tun gibt. Ich würde gerne einige der Fahrgeschäfte ausprobieren. Sie sehen aufregend aus. Das sind sie wirklich. Außerdem ist die Aussicht von oben atemberaubend. Lektion 27. Die Freude am Malen. Wie oft malst du? Ich versuche jeden Tag mindestens 1 Stunde lang zu malen. Das hilft mir wirklich, mich zu konzentrieren. Das ist beeindruckend. Malen kann eine so wunderbare Ausdrucksform sein. Das ist es wirklich. Es ermöglicht mir, Emotionen zu vermitteln, die Worte manchmal nicht ausdrücken können. Das verstehe ich vollkommen. Hast du einen Lieblingsstil oder ein Lieblingsmedium? Ich liebe Wasserfarben. Die Fließfähigkeit fühlt sich für mich so befreiend an. Wasserfarben sind wunderschön, aber es kann schwierig sein, mit ihnen zu arbeiten. Wie kommst du zurecht? Übung macht wirklich den Meister. Ich habe gelernt, die Unvorhersehbarkeit anzunehmen. Das ist eine großartige Denkweise. Arbeitest du gerade an etwas Besonderem? Lektion 28. Den Sommer willkommen heißen. Wir freuen uns auf den Sommer, aber wir freuen uns, nach dem langen Winter nach draußen zu gehen. Unbedingt. Die frische Luft und der Sonnenschein können Wunder für unsere Stimmung bewirken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was ist deine liebste Sommeraktivität? Ich liebe Picknicks im Park. Es ist eine so einfache und doch unterhaltsame Art, sich zu entspannen. Picknicks sind fantastisch. Ich koche gerne ein paar Snacks zum Teilen. Was bringst du normalerweise mit? Ich packe gerne Sandwiches, frisches Obst und erfrischende Getränke ein. Klingt köstlich. Normalerweise füge ich ein paar Spiele hinzu, um zusätzlichen Spaß zu haben. Das ist eine tolle Idee. Spiele bringen immer das Lachen und die Freude hervor. Genau. Im Sommer dreht sich alles darum, Erinnerungen zu sammeln, nicht wahr? Lektion 29. Sonnenschutz. Natürlich auf der Decke zu sitzen. Wir möchten keinen Sonnenbrand bekommen oder einen feuchten Hintern haben. Das ist so wahr. Eine gute Decke macht den Unterschied bei Outdoor-Aktivitäten. Genau. Ich bringe immer einen Extra mit, nur für den Fall. Was ist mit dir? Ich mache das Gleiche. Es ist schön, aus Komfortgründen ein Backup zu haben. Und es ist wichtig, auch Sonnencreme zur Hand zu haben. Wir müssen unsere Haut schützen. Definitiv. Ich habe auf die harte Tour gelernt, wie wichtig es ist. Das Gleiche hier. Jetzt bin ich viel vorsichtiger, wenn ich Zeit draußen verbringe.
Es geht um Ausgeglichenheit, um die Sonne zu genießen und dabei sicher zu sein. Ja. Und nach einem schönen Tag draußen können wir Geschichten austauschen und lachen. Lektion 30. Gute Nächte mit der Familie. Wir sagen Mama gute Nacht und umarmen und küssen sie. Das ist so süß. Solche Familienrituale sind so wichtig. Dann machen wir dasselbe für Dad. Es fühlt sich gut an, vor dem Schlafengehen Zuneigung zu zeigen. Unbedingt. Es ist eine nette Art, den Tag ausklingen zu lassen. Was ist mit deinen Geschwistern? Wir achten immer darauf, auch unsere kleine Schwester zu umarmen. Es ist wie eine Familientradition. Familientraditionen schaffen Bindungen, die ein Leben lang halten. Haben Sie eine Lieblingserinnerung aus diesen Momenten? Ich erinnere mich an eine Zeit, als wir alle lange wach blieben und Geschichten erzählten. Es war saukomisch. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, wie diese Momente bleibende Erinnerungen schaffen. Ja. Jede gute Nacht fühlt sich an wie eine kleine Erinnerung an unsere Liebe zueinander. Lektion 31. Tipps zum Packen. Das ist ein gutes Argument. Was sollte ich sonst noch beachten? Packen Sie leicht ein, aber achten Sie darauf, das Nötigste mitzubringen. Es dreht sich alles um Balance. Ich stimme zu. Es ist leicht, zu viel zu packen, wenn man sich auf eine Reise freut. Genau. Ich lege meine Outfits immer vorher aus, um das zu vermeiden. Das ist eine kluge Strategie. Normalerweise werfe ich alles in letzter Minute rein. Es kann verlockend sein, aber eine vorausschauende Planung erspart später so viel Stress. Ganz gewiss. Hast du irgendwelche Lieblingsreiseartikel, die du nie zurücklässt? Ich bringe immer ein tragbares Ladegerät und mein Reisetagebuch mit. Was ist mit dir? Ohne meine Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung kann ich nicht reisen. Sie machen einen großen Unterschied. Lektion 32. Erinnerung an die Augenpflege. Sie sagte mir, ich solle am Freitag wiederkommen, um meine Brille zu holen. Das ist wichtig. Das richtige Rezept zu haben, macht einen großen Unterschied. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, wieder klar zu sehen. Wie oft besuchen Sie den Optiker? Ich versuche einmal im Jahr zu gehen. Es ist gut, die Gesundheit meines Sehvermögens im Auge zu behalten. Das ist klug. Ich neige dazu, zu vergessen, bis sich etwas falsch anfühlt. Es ist leicht zu übersehen, aber unsere Augen sind so wichtig. Ja. Ich freue mich darauf, endlich meine neue Brille zu haben. Sie werden sich wie eine neue Person mit klarer Sicht fühlen. Welchen Stil hast du gewählt? Ich habe mich für einen klassischen Look entschieden, etwas, das zu meiner Gesichtsform passt. Lektion 33. Bücherische Konversationen. Ich habe ein paar Bücher zum Lesen mit nach Hause genommen. Ich habe viel gelesen. Ich mag Krimis und Biografien. Das ist interessant. Mysterien können dich wirklich auf Trab halten. Unbedingt. Ich liebe es, das Rätsel vor dem Ende zu lösen. Was ist mit dir? Ich mag auch Biografien. Etwas über das Leben eines Menschen zu lernen kann so inspirierend sein. Richtig? Es gibt Ihnen einen Einblick in Ihre Erfahrungen und Herausforderungen.
Genau. Hast du in einem der beiden Genres einen Lieblingsautor? Ich bewundere Agatha Christie wirklich für ihre cleveren Handlungen. Wie steht's mit dir? Ich bin ein Fan von Michelle Obama. Ihre Geschichte ist sowohl motivierend als auch nachvollziehbar. Ihr Buch war eine tolle Lektüre. Es fühlte sich an, als würde ich ein persönliches Gespräch mit ihr führen. Lektion 34. Kluges Einkaufen. Gibt es laufende Rabatte in der Buchhandlung? Guter Punkt. Es ist immer toll, beim Einkaufen ein bisschen Geld zu sparen. Genau, ich liebe es, ein gutes Angebot für Bücher zu finden. Es macht die Erfahrung noch besser. Schaust du normalerweise online nach, bevor du in den Laden gehst? Das tue ich. Manchmal finde ich exklusive Online-Rabatte, die kaum zu übertreffen sind. Das ist klug. Ich neige dazu, zuerst den Laden zu besuchen, in der Hoffnung, dass sie Verkäufer haben. Das ist ein klassischer Ansatz. Es ist schön, persönlich in den Regalen zu stöbern. Ich stimme zu. Der Geruch von Büchern und das Gefühl von Seiten haben etwas Besonderes an sich. Definitiv. Außerdem können Sie neue Titel entdecken, die Sie vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. Lektion 35. Veränderung fordern. Unbedingt. Es scheint, als ob die Menschen mehr denn je Veränderungen fordern. Ja, es besteht ein starker Wunsch nach sozialen und ökologischen Verbesserungen. Ich denke, soziale Medien spielen eine große Rolle bei der Sensibilisierung. Das tut es wirklich. Die Leute können ihre Geschichten teilen und schnell Unterstützung gewinnen. Genau. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften sich für eine Sache zusammenschließen. Definitiv. Warst du an lokalen Initiativen beteiligt? Ich habe letzten Monat an einer Aufräumaktion teilgenommen. Es hat sich gelohnt. Das ist wunderbar. Ich würde gerne an einem solchen Gemeinschaftsprojekt teilnehmen. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und etwas zu bewegen.